In diesem Beispiel realisiere ich in einem Schnelldurchgang die Auslegung einer Motorklappe bzw. Heckklappe unter Einbeziehung einer Gasdruckfeder und Betrachtung von Handkraftverläufen bei unterschiedlichen Temperaturen. Ich beginne zunächst mit dem Import von Anforderungen und mache diese sichtbar. Jetzt sieht man hier vereinfacht die geschlossene Position der Heckklappe mit der Heckklappe selbst, die geöffnete Position der Heckklappe und Restriktionszonen für die Gasdruckfeder bzw. für das Mehrgelenksystem. Vereinfacht natürlich. Um damit besser zu arbeiten, greife ich die entsprechenden Daten in einer gesonderten Ebene nochmals ab. Das ist der DXF-Import. So, und dann generiere ich eine Ebene, die nenne ich mal Grafiken. Und ich weiß, dass wir gleich noch sinnvollerweise zwei Ebenen benötigen. Einmal Kinematik, und einmal die Gasdruckfederebene. So, das ist ganz sinnvoll. Jetzt greife ich zunächst einmal die Klappe ab, schalte Punkte fangen ein. Und habe jetzt im Grunde die Klappe abgegriffen. Zusätzlich greife ich auch noch diese Anfangsposition und die Endposition ab. Und auch diese Rechtecke. Mit Fangen geht das ganz gut. So, dann habe ich diese Positionen und Restriktionszonen. Jetzt würde ich auch direkt der Klappe eine Masse geben. Das ist aber Bestandteil der Kinematik, deswegen schalte ich da jetzt um. Dann wähle ich die Klappe aus und gebe der Klappe, jetzt schalte ich noch Mittelpunktfangen ein, gebe der Klappe erstmal einen Massenschwerpunkt und setze dann den Massenschwerpunkt auf einen, ja, für eine kleine Motorhaube vielleicht typischen Wert, vielleicht auch zu wenig, 15 Kilogramm. Dann setze ich noch zwei Handangriffspunkte. Einmal zum Schließen und einmal hier zum Öffnen. Der Handangriffspunkt zum Öffnen, die Mitte brauche ich nur. So, jetzt habe ich im Grunde alle Positionen abgegriffen, so dass ich die importierte Ebene zunächst einmal abschalten kann und mich jetzt sozusagen in der Grafik bzw. Kinematik aufhalte. Dann gebe ich diesem Schwerpunkt noch die Bezeichnung Masse Klappe. Das gleiche für den Handangriffspunkt zum Öffnen, HÖ, und für den Handangriffspunkt zum Schließen, HS. So. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht, die Notizen. Dann verschiebe ich sinnvollerweise dieses Objekt in die Kinematik, weil ich das später mit animiert haben möchte. In andere Zeichenebene verschieben, Kinematik. So, Kontrolle, ja, ist in Kinematik drin. Jetzt greife ich erstmal die Wunschpositionen ab mit einer Synthese. Hierzu benutze ich die Zwei-Lagen-Synthese für Viergelenksysteme. Dann schalte ich Randpunkte und Eckpunkte fangen ein. Das ist ganz nützlich. Dann klicke ich einmal auf die Ebene 0 und greife Wunschposition, Wunschebene 1 und
Na, das war nicht ganz richtig, also nochmal. Wunschebene 1 und Wunschposition der 2 ab. Jetzt kann ich Anlenkpunkte setzen. Reihenfolge egal, durch Next steppe ich hier durch. Ich beginne mit den Karosserieanlenkpunkten und setze die. Und ja, nein, ich will das jetzt nicht genau auf den Punkt setzen, sondern setze dann die entsprechenden Klappenanlenkpunkte hier hin. Dann zur Animation setze ich noch einen Animationsantrieb, beispielsweise hier zwischen, sodass ich das System animieren kann. Dann verbinde ich die Klappe noch kinematisch mit der Koppel. So, und die Animation soll jetzt auch wirklich stoppen in der gewünschten Endposition durch einen Anschlag, den ich jetzt hier sozusagen festlege durch Syntheselage. So, zack. Jetzt greife ich die ja, im Grunde braucht man jetzt noch keine Gasdruckfeder, sondern jetzt setze ich erstmal, jetzt visualisiere ich erstmal die benötigten Handkräfte, zumindest für eines der beiden Angriffspunkte, um zu schauen, mit wie viel Kraft die Klappe jetzt sozusagen von dieser Position in die geöffnete Position bewegt werden kann. Dazu gehe ich in diesem Fall, das ist der schnellere Weg, mit Rechts-Mausklick auf Diagramme. Wähle die Haltekraft aus. Das benenne ich gleich mal. Ich möchte die X-Achse verändern. Das soll nicht die Zeit sein, sondern die Drehung eines Elements, und zwar der Klappe. Genau, das soll die Haltekraft sein, das ist richtig. Und ich möchte von vornherein, weil ich das später so oder so benötige, 4 Graphen erstellen. Deswegen wähle ich jetzt auch bewusst 4 Graphen. Klappe die mal alle auf. Das wird zwar unübersichtlich, aber dann kann man sie schneller bearbeiten. Blau für minus 30 Grad. Dann zum Beispiel grün, das ist beliebig. Grün für 20 Grad. Orange für plus 50 Grad Celsius. Und Rot für Extremsituation plus 80 Grad Celsius. Dann setze ich ebenfalls, das ist nötig, wenn Reibung hinzukommt, mit einer Gasdruckfeder setze ich die Bewegungsrichtung fest, und zwar nach rechts öffnen, 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 öffnen. So, und die Neigungslage bleibt so, wie sie ist. Die Werte sind eingestellt. Und das lasse ich mir jetzt darstellen. Was ich zuvor noch machen kann, später ist das zwar auch möglich, aber ich passe jetzt hier noch die Bezeichnung an, damit die besser zu lesen. Damit die besser zu lesen ist. Handkraft. Beim Öffnen zum Beispiel minus 20 Grad Celsius, bei minus 30 Grad Celsius. Auf Klappenwinkel aufgetragen. Damit wir wirklich nichts falsch machen, geben wir hier noch die voreingestellten Einheiten mit auf dem Weg. Und das übertrage ich jetzt auf alle und korrigiere jetzt die Temperaturwerte. Man hat auch gesehen, da gibt es eine automatische Bezeichnung, die kann man auch belassen. Im Grunde ist sie genauso aussagekräftig. Ich vereinfache das jetzt nur für diesen Fall, für diesen Beispiel. Und drücke auf OK. So. Wie man zunächst sieht, liegen alle übereinander. Das ist korrekt, weil wir haben noch keine Gasdruckfeder. Die Temperatur hat ja gar keinen Einfluss auf die Masse der Klappe oder auf irgendein Element
zumindest keinen derart großen Einfluss, dass man sozusagen den Ausdehnungskoeffizienten dort jetzt hätte visualisieren müssen. Und man sieht den Verlauf der Kraft und man sieht auch, dass es sich hierbei um durchweg positive Werte handelt. Das heißt, in Bewegungsrichtung, die wir im Übrigen einblenden können, was auch Sinn macht, Bewegungsrichtung anzeigen, in Bewegungsrichtung wird Kraft benötigt in der entsprechenden Höhe. Am wenigsten Kraft wird benötigt, wenn das System fast auf ist, aber man muss es in dieser Position halten. Es hält nicht von selbst in dieser Position. Back to the roots. Jetzt ergänze ich das System tatsächlich mit einer Gasdruckfeder, mit einem Energiespeicher und setze den Energiespeicher jetzt einfach grob erstmal dort ab, wo ich das haben möchte. Verbinde auch die Elemente. Das soll mit der Koppel verbunden werden. Schon jetzt sieht man, aha, da verändern sich die Kraftverläufe je nach Gasdruck, in dem Fall je nach Temperatursituation. Dann habe ich aus dem Datenblatt der Gasdruckfeder einige Daten zu übertragen. Das gebe ich ein in erweiterte Eigenschaften. Das ist immer sehr individuell, das Übertragen. Das kommt wirklich auf den Zulieferer an und auf die entsprechenden Datenblätter und die Genauigkeit dieser Datenblätter. Ich habe jetzt auf Basis eines vorbereiteten Datenblatts ein gewisses Schema, das trage ich jetzt hier ein. So ein Schema muss man sich beim ersten Mal erstellen. Jetzt gebe ich mal die Wunschwerte für eine Gasdruckfeder, die so oder so sozusagen Bestandteil der Produktpalette ist, die ich dann hier eintrage. Das sind die Werte für komplett ausgezogen und für komplett eingefahren. Das sieht man im Übrigen besser, wenn ich mir diese Grafik zur Hilfe nehme. L0 ist der Wert in komplett entspannten Zustand, wie hier im Tooltip. Und Ln ist der Wert im maximal gespannten Zustand. Dann passe ich jetzt auch noch die Werte für Außen-Innen-Durchmesser an, 22 mm bzw. 19 mm. Dann die Stange hat einen entsprechenden Durchmesser 10. Dann gibt es in der Regel, das muss man manchmal suchen, gibt es klare Werte für den Abstand von komplett ausgefahrenen Zustand, beziehungsweise für den Abstand vom komplett eingefahrenen Zustand auf den Punkt, von wo aus die Kennwerte der Gasdruckfeder gemessen werden. Deswegen sind die nötig, sonst gibt es dort kleinere Fehler, kleinere Abweichungen, besser gesagt. So. Dann sind diese Maßvorgaben fertiggestellt. Hier gibt es abgeleitete Maß. Ich blende die aus, um nicht noch mehr Verwirrung zu erzeugen erstmal. Das gleiche bei den Kräften. Die abgeleiteten Kräften auch grau hinterlegt, kann ich also nicht verändern. Die blende ich auch mal aus, damit ich genau sehe, was ich noch auf jeden Fall einzutragen habe. Diese Liste bin ich durchgegangen. Hier stelle ich ein eine Funktion aus einer Gasgleichung. Und zwar nicht Idealgas, sondern wir wollen hier mal wirklich eine reelle Benedict-Webb-Rubin Realgasgleichung heranziehen. Ja, und setzen hier die Kraft erstmal, das lassen wir erstmal offen, weil ich hier gerne gleich einen Punkt vorgeben möchte und das System soll sich selbst den entsprechenden Gasdruck einstellen. Ich könnte hier natürlich hergehen und einen Wert schon eintragen, wie man sieht. Kann ich auch mal spaßeshalber machen, dann habe ich schon mal einen Wert. Oder ich könnte diesen Wert auch manuell verändern, um zu schauen, wie die Handkraftverläufe sich entsprechend verändern. Das ist alles jetzt vergleichsweise unwichtig. Dann gehe ich weiter. Es gibt innere Reibung, vor allem beim Öffnen, beim
Öffnen der Gasdruckfeder, in diesem Fall 30 Newton, beim Schließen 10 Newton. Dann gibt es noch eine Krafttoleranz, hier in diesem Fall von 20 Newton. So, und dann sind wir erstmal grob durch. Wir haben eine Kraftangabe. Mir gefällt das grundsätzlich nicht. Ich würde das schon noch mal ein bisschen höher setzen, auch wenn die Werte noch nicht da sind, wo ich sie haben möchte. So, und das friere ich erstmal ein. Jetzt habe ich eine Gasdruckfeder und ich möchte, dass diese Werte erhalten bleiben. Das heißt, ich gehe auf die allgemeinen Eigenschaften der Gasdruckfeder und setze die Synthese bzw. setze dort eine Bedingung fest. Und zwar setze ich die Bedingung fest, dass das Simulationsende gleich der Länge der ungespannten Feder sein soll. Zack. Der Vorteil dieses Festsetzens ist, dass diese Werte jetzt erhalten bleiben, auch wenn ich die Gasdruckfeder umpositioniere. Und nicht nur das, das System korrigiert automatisch die Anlenkpunkte derart, das sieht man vielleicht ganz gut, wenn ich die Kine mache, dass die Endposition komplett ausgefahren ist, dass die Gasdruckfeder in der Endposition komplett ausgefahren ist. Das sieht man sehr gut, wenn ich hier dran rumspiele. Das System kümmert sich darum, dass die Gasdruckfeder in der Endposition immer komplett ausgefahren ist. Gleichzeitig sehe ich ja, wo die Restriktionen sind, wo die unbedingte Restriktionszone ist für den Anlenkpunkt hier der Gasdruckfeder und den Anlenkpunkt an der Karosserie. So, das wäre jetzt erstmal eine mögliche Lösung. Das geht natürlich im Übrigen auch, wenn ich zum Beispiel nur den Anlenkpunkt verändern möchte. Auch da gibt es eine Restriktion. Das ist jetzt hier dieser Radius. Und natürlich gibt es hier auch noch eine einfache Restriktion. Das ist der andere Radius. Die sorgen dafür, wie gesagt, dass die Gasdruckfeder in der ausgefahrenen Position, wo ich auch eine Editierung vornehmen kann, dass die Gasdruckfeder in dieser ausgefahrenen Position, also in der von der Klappe ausgefahrenen Position, komplett geöffnet ist. So, jetzt will ich aber nicht die Endlage editieren, sondern die Lage. Was mir jetzt nicht gefällt, noch bevor ich jetzt weitergehe, ist, im Grunde wäre es ergonomisch sinnvoll, wenn das System, ja sagen wir mal bei etwa 30 Grad, zumindest bei Raumtemperatur einen Nulldurchgang hätte, so dass die Klappe von dort aus, bei 20 Grad Celsius zumindest, mehr oder weniger von selbst öffnen würde und dann auch offen bleiben würde. Das stelle ich ein mit der Kräftesynthese. So. Hier sage ich dem System, ich möchte diese Kraft benutzen, eine Haltekraft, das beim Schließen. Die Bezugskoppel nehme ich, damit ich den Wert in Grad angeben kann. Und welches ist die Bedingung? Das System soll bei einem Klappenwinkel von 30 Grad einen Wert von 0 Newton haben beim Öffnen. So, wir haben das Schließen genannt, das ist natürlich falsch. Jetzt muss ich noch die Kräftesynthese anwenden. Und wir sehen, der Wert geht jetzt tatsächlich, also der Kraftverlauf geht tatsächlich durch den erwünschten Punkt. Das Schöne daran ist, was immer wir ändern, das System achtet darauf, dass dieser Kraftverlauf
weiterhin durch diesen Punkt geht. Es ist sozusagen eine notwendige Bedingung, die ab jetzt definitiv eingehalten wird, solange wir das wünschen. Hier steht jetzt auch aus Kräftesynthese. Der Gasfülldruck wird variiert, um genau diesen Wunsch zu erfüllen. Selbst wenn wir jetzt die Klappenposition und die Wunschposition verändern, bleibt dieser Wunsch bestehen. Und nicht nur das, es bleibt auch die Anforderung bestehen, dass die Gasdruckfeder im komplett geöffneten Zustand maximal ausgefahren ist. Es bleibt auch die Anforderung bestehen, dass die Gasdruckfeder, die ausgewählt ist, auch ausgewählt bleibt. Ja? Und die neue Position, die ich jetzt hier anwähle, wird sofort meine neue geöffnete Position. In dem Fall möchte ich das aber nicht. Ich möchte, dass diese Position so erreicht wird. Jetzt gehen wir noch weiter. Wir haben im Grunde jetzt die Werte für den Öffnungsprozess. Jetzt möchte ich auch die Werte fürs Schließen mit reinbringen, nämlich diesen Punkt. Wir wissen ja, dass es jetzt hier falsch bezeichnet ist, würde ich jetzt erstmal so belassen, um erstmal dem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Haltekraft. So, auch hier 2, 3, 4, weiß ich genau, ich benötige 4 Diagramme. Wobei es schöner wäre, wenn ich vorher das Diagramm benannt hätte. Augenblick, dann brechen wir das wieder ab. Und ich benenne das Diagramm erstmal Haltekräfte. So. Jetzt von neuem, rechtes Mausklick, Diagramme, Haltekraft. Quelle der X-Achse, Drehung der Klappe, wie gehabt. Dann möchten wir 4 Graphen haben. Ich klappe auch wieder alle 4 auf. Muss nicht, man kann die auch einzeln eingeben, aber dann ist das halt eben doch ein bisschen zeitaufwendiger nochmal. Auch hier blau, grün, grün ist richtig, orange, rot, schließen, 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 plus 80 Grad, was war das, plus 50 Grad, plus 20 Grad, minus 30 Grad. Damit wir sie unterscheiden können, setze ich hier mal gestrichelte Linien ein. Und eine schönere Bezeichnung, eine kürzere. Handkraft in Newton. Genau. Schließen. Minus 30 Grad auf Klappenwinkel aufgetragen. Dessen Einheit ist Grad. So, das übertrage ich jetzt auf alle mit den entsprechenden Werten. Plus 20 Grad. Ups, plus 50 Grad. Steht es ja auch. Plus 80 Grad. Schließen. So, nochmal kontrollieren. Auf rückwärts. Die Temperaturen stimmen. Okay. Oh, nicht ganz okay. Zum vorhandenen Diagramm hinzufügen. Wir haben nur ein Diagramm erstellt. Das haben wir Haltekräfte genannt. Das wählen wir aus. Okay. Dann werden diese Werte jetzt tatsächlich hier mit eingefügt. Weiterhin bleiben natürlich die eingestellten Anforderungen wie die Syntheselage, die Endposition, die erwünschte die erwünschte Gasdruckfeder und der erwünschte Nulldurchgang in dem Fall weiterhin erhalten. So. Jetzt würde ich noch eine Sache ergänzen, um sozusagen die Gasdruckfeder komplett beschrieben zu haben. Und zwar sehen wir hier eine Toleranz, mit der die Gasdruckfeder behaftet ist, das Produkt.
Und das füge ich jetzt beispielsweise einem Verlauf, dem Öffnen, einfach mal hinzu. Dazu gehe ich zum Beispiel auf diesen grünen Plus-Button und würde jetzt zwei Daten hinzufügen. In beiden Fällen ist das der Extremfall, der mich interessiert. Und da stelle ich mal die entsprechenden Werte ein. So, dann ist das Öffnen. Und jetzt kommt's, ich stelle hier bewusst die minimale Toleranz und hier die maximale Toleranz ein und versehe diese Werte mit der korrekten Temperatur, die da ist 80 Grad. Jetzt kontrolliere ich das nochmal. Gut. Öffnen, 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 80 Grad, 80 Grad. Minimaler Wert und maximaler Toleranzwert. So, ich ziehe die, eigentlich benötige ich ja nur den, der stärker ausgeprägt ist, aber ich ziehe beide jetzt heran und setze halt eben ja, zum vorhandenen Diagramm hinzufügen. Ja, ist ja automatisch, weil ich hier innerhalb des Diagramms auf das grüne Plus-Symbol gegangen bin. Dann sage ich OK. So, und jetzt sieht man, es gibt zwei, also ein Ausdrucksfenster brauchen wir nicht. Es gibt zwei Werte, mich interessiert vor allem der untere Wert. Jetzt schaue ich mal, welcher das ist. Der soll erhalten bleiben, dann kann der hier verschwinden. Und dann haben wir den sozusagen als Extremwert unter Berücksichtigung der entsprechenden Toleranz noch mit eingebunden. Jetzt benenne ich den noch. Handkraft. Ja, im Grunde braucht man den jetzt nicht weiter benennen. Das ist eigentlich klar, die Vorgehensweise. Deswegen würde ich das jetzt erstmal so stoppen. So, wir haben jetzt alles in allem ein Projekt mit den wesentlichen Merkmalen bezüglich der Kinematik, der Zwangsbedingungen und der wichtigsten Merkmale der Gasdruckfeder. Die größte Herausforderung bei der Gasdruckfeder ist, dass man eine Schablone hat, in der man zwischen einem Zulieferer und dieser Schablone halt eben die richtigen Übertragungsprinzipien einhält. Noch ein kurzer Nachtrag zu den Handangriffspunkten für die Handkraft zum Öffnen und zum Schließen. Das ist hier falsch rum gewesen. Diese kann man einfach umbenennen. Die Beziehungen, die damit verknüpft sind, zum Beispiel die Grafiken, die bleiben erhalten, wie man gleich sehen wird. Da. Jetzt allerdings mit der korrekten Beziehung. Das war's. Danke.